Der Urlaub rund um Essen geht sportlich los. Im Drachenboot. Mit Vollgas über den Baldeneysee. Aber wir schauen uns auch die anderen Highlights an. Von denen gibt's zwischen Ruhr und Rhein-Herne-Kanal nämlich mehr als genug. Leben wie im Märchen, mitten im Ruhrgebiet. Eine Reise in eine Region, die sich in den letzten 20 Jahren neu erfunden hat. Staunen Sie mit uns! Urlaub rund um Essen. Wir nehmen es wörtlich. Wir wollen eine 5-Schleusenfahrt auf Kanälen und Flüssen um Essen herum machen, bis zum Baldeneysee. Wir erkunden die Geheimnisse der ehemals größten Zeche der Welt, Zeche Zollverein. Und wir entdecken die Schätze der Region. Essens Kleinod, die Margaretenhöhe zum Beispiel. Und so vieles mehr. Wir machen Urlaub rund um Essen. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Drachenbootfahren auf dem Baldeneysee. Jeder darf mitmachen, ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Warte mal. Boah! Alter Benni! Bist du warm? Das ist ja krass. Boah, aber das geht richtig auf die Pumpe, ey. Da sieht man mal, wie unfit ich bin. Boah. Andere Belastung, ne? Aber bis zu welchem Alter sind die Leute so bei euch im Verein? Von bis? Ältester bist du jetzt, ne? Ich bin der Älteste, ja. Knappe 70. Knappe 70. Ja, genial. Respekt. Und ab. Schön lang. Aber Druck aufs Blatt. Ganzes Blatt eintauchen und dann es ziehen. 1, 2, 3, 4. Guck am besten immer auf deinen Vordermann, auf das 7, Paddel. 8, Ja. Also versuchen, möglichst lang mitzumachen Ja. und dann mit ihm parallel einzustecken. Steil eintauchen. 7, 8, 9, Versuchen, in einen schönen Atemrhythmus zu kommen, dann fällt es dir ein bisschen leichter. Also, dass du sagst, du zählst immer auf 3 oder 4 und atmest dann. Fällt einem so ein bisschen leichter, um dann die Luft zu halten. Boah. 9, Boah. Schlecht nicht tapfer. Aber kann das eigentlich jeder mitmachen? Also gibt es auch so offene Fahrten, wo man mal vorbeikommen kann? Also grundsätzlich immer, schwimmen muss man können. Ja. Also das machen wir zur Bedingung, auch wenn wir Schwimmwesten haben. Und wenn jetzt jemand wirklich ganz schlimm Probleme hat mit den schnellen Herzfrequenzen, dann sollte er es auch lassen. Ja, Ne? Weil okay. das ist ja schon, wenn man dann wirklich so eine Minute richtig Vollspeed paddelt, geht es schon. Wie du merkst. Ja, ich merke das auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass du gerade mehr sprichst, als ich sprechen muss. Und das heißt, wenn ich Lust habe und sage, komm, das möchte ich mal ausprobieren, Drachenboot fahren, noch nie gemacht, kann man bei euch mal vorbeikommen. Kannst du machen und bring gerne auch noch ein paar mit. Ja, mega. Ja, cool. are you ready? Attention runter. Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt aber auch entspanntere Arten, sich auf dem See zu bewegen. Mal dabei. Ja, was man für eine Freude empfindet, wenn man zurück am Ja, Steg oder? ist. Ne? Merci. Danke. Vielen Dank. Boah, ich kriege die Schulter kaum noch hoch. Das war echt der Hammer. Also ich sage quält aus, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also sollte man mal ausprobieren, ist eine ganz andere Art von Sport. Unglaublich toller Mannschaftssport. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur unterschreiben. Aber ein Bier könnte ich mit der Hand jetzt nicht mehr heben. Deshalb haben wir dich auf links gesetzt. Du bist ja wahrscheinlich Rechtshänder, ne?
Wenn man dann wieder gehen kann, lohnt es sich hier ganz besonders. Inzwischen gibt es rund um den See den Baldeneysteig, einen 1A-Wanderweg mit 1000 Varianten. Der Hauptweg ist 27 Kilometer lang und schon die ersten Meter sind ein Traum. Den Steig gibt es seit 2017, als Essen zur grünen Hauptstadt Europas gewählt wurde. An Wochenenden kann es voll werden, aber irgendwie ist der Weg immer noch eine Art Geheimtipp. Die Landschaft ist das eine. Was den Baldeneysteig aber so besonders macht, ist, man wandert durch den Beginn der Industrialisierung. In dieser Idylle liegen die Ursprünge der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr. Pörting-Siepen. Eine der ersten Zechen hier im Ruhrgebiet. Aber ist schon lange her. Die Zeche Pörting-Siepen gibt es schon sehr lange nicht mehr. Der erste Schacht wurde schon 1880 stillgelegt, der letzte vor 50 Jahren. Heute sieht es hier aus wie Bullabü. Ein paar Landwirte, Pferdehöfe, viel Fachwerk. Was gibt's denn hier zu meckern? Beschwert euch mal nicht, das ist schön genug hier. Ne? So ist richtig. Ist der Honig zu empfehlen? Ja, der ist lecker. Sie haben schon mal... Ja, wir holen oft einen. Ja? Ja, wir wohnen hier in Werden und machen Ja? hier unsere Runde immer. Ich wohne seit 40 Jahren in Werden. Seit 40 Jahren? Kommen tue ich aus Süddeutschland. Ah, okay. Ah, das ist ja interessant. Und warum dann ins Ruhrgebiet gekommen? Meinetwegen. Ah, okay. Also wegen der Liebe ins Ruhrgebiet gekommen. Richtig, wir haben uns in Berlin kennengelernt. Ja. Und ich komme aus Süddeutschland und haben uns hier Schön. geeinigt auf Werden. Oh, aber jetzt hat sich natürlich innerhalb der letzten 40 Jahre das Ruhrgebiet auch ganz schön verändert. Ne? Am Anfang war ich etwas geschockt, muss ich Ich sagen. hatte einen schwarzen Hals, wenn ich aus dem Baldeneysee stieg. Nach dem Und Schwimmen. wenn ich mich in die Sonne gelegt habe, eine Creme brauchte man sich nicht. Da sind sie. Die sind ja so niedlich. Ne? Und alle eine eigene Frisur. So, Hallöchen. Darf man einfach mal so Ja, ran? am oder? Hals kann man die streicheln. Ja, Hinten am Popo mögen sie es nicht so gerne. okay. Wen haben wir denn hier? Wie heißen denn die beiden? Das ist der Max. Max? Hier vorne ist der Manni. Wo ist Manni? Da hinten. Da ist Mit Manni. dem Roten. Das ist ja genial. Früher im Ruhrgebiet, da war Manni der Manta-Fahrer, ne? oder der LKW-Fahrer. Heute ist Manni das Alpaka, das hier in Felbert steht. Also das nenne ich kultureller Wandel in Essen. Das ist doch genial. Hallo? Und das ist Maranon. Der gibt ganz gerne Küssen. Ja? Ach, guck mal. Jeden Samstag wird zum Spaziergang geladen. Ungefähr 2 Stunden geht's mit den
Alpakas vom Eichholz, südlich von Essen durchs Bergische Land. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen? Mein Mann hat Alpakas in der Zeitschrift gesehen Ja. und fand die süß. Ich sag, lass uns mal gucken. Und aus dem Gucken ist mehr geworden. Ja. Wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Wir haben 7 Alpakas, 5 Hengste und 2 Stuten. Simone, was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis zwischen Alpakas und Kühe? Die akzeptieren sich. Das erste Mal, wenn die sich immer sehen, im Frühjahr, im Mai, wenn die kommen, dann, oh, wer bist du denn? Aber im Laufe der Saison stehen die Zaun an Zaun und ist okay. Wollt mal hören, wie hier hinten so die Lage ist. Kommst du auch hier aus der Region? Ja, geboren und aufgewachsen in Felbert. Wir wohnen keine 10 Minuten von hier weg. Ja. Tatsächlich war ich noch nie hier. Also es ist für mich auch selbst erstaunlich, dass man sowas vor der Nase hat und es nicht weiß. Man ist in Deutschland oder Ja. in der Welt unterwegs, Ja, aber richtig. vor der Haustür sieht so aus. Richtig, Und ganz man genau. weiß es Und man nicht. weiß es gar nicht. Ja. Also ich meine, wir sind viel unterwegs, wir haben einen Hund, wir gehen oft in den Wald und so, Ja. aber tatsächlich war ich hier noch nie und es Ja. ist so wunderschön hier. Es ist wirklich schön. Ganz entspannt im Hier und Jetzt. Naja, fast. Max und ich haben noch Besprechungsbedarf. Guck mal, ich habe das Gefühl, ich muss hier immer recht stramm so ziehen. Max hat nicht so die Lust, oder mache ich was falsch? Na, eigentlich nicht. Er wartet halt auch immer auf die anderen, dass die auch mitkommen. Ja. Und einfach dann etwas lockerer lassen. Er ist ein Okay. gemütlicher, älterer Herr. Ja. Er bestimmt das Tempo. Alles klar, okay. Ja gut, Max, komm, dann probieren wir noch mal ein bisschen, oder? Kommen auch alle mit. Komm. Ja, Komm. vielleicht kurz eine Streicheleinheit? Jetzt weiter? Nee? Maranon geht ganz hinten. Er hat den Überblick. Es geht den Knollenberg hinauf. Weiß man, was das jetzt für eine Bedeutung hat? Was er uns erzählen möchte? Ich würde fast sagen Ungeduld. Okay. In diesen leichten Tönen machen die das auch abends im Stall. Wenn die zusammen liegen, dann sind die alle so am Singen. Ja. Am M machen. Jetzt habe ich mich der Geschwindigkeit angepasst. Ja. Merkst du? Ja, die Leine hängt locker. Jetzt klappt es. jetzt klappt's. Zum Schluss klappt es, genau. Aber ich finde ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen würden, ach, das ist aber schön hier im Allgäu, ne? Die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, die würden uns das glauben, oder? Definitiv, ja. Also wirklich toll. Uns zieht es jetzt aus dem Süden des Reviers in den Norden. Hier sind die Hügel und Berge menschengemacht. Die großen Halden ziehen sich wie an einer Perlenschnur. Wir reisen zur Halde Hohewart. Das ist die größte von allen. Hinter der Zeche Ewald. Inzwischen ein heißer Tipp für Mountainbiker. Für Anfänger, aber auch für Profis wie Gordon Brown.
Der Dortmunder ist jahrelang um die Welt gefahren. Wettbewerbe, Showvorführungen, je spektakulärer, desto besser. Inzwischen hat er auch seine eigene Fahrradschule eröffnet. Und er ist gerne auf den Halden unterwegs. Mal gucken, was ich in meinem hohen Alter noch so lernen kann. Auf der Halde Hohewart. Aus Fahrradsicht gesehen, wie sind die Halden? Für dich als Fahrradfahrer? Richtig gut, also wirklich eigentlich optimal. Das finde ich eigentlich das Beste an Halden, dass man ein relativ gutes Hochfahr- und Runterfahrverhältnis und Erlebnis hat. Ja. Heißt, um eine coole Abfahrt zu haben, muss man nicht allzu lange hochfahren und auch das Hochfahren ist natürlich Training. Dementsprechend braucht man hier gar keinen Lift, sondern kann wirklich entspannt hoch und runter fahren. Ja, wir fahren noch gar nicht rauf auf die Halde. Ich muss erst noch zum Training. Anfängerübung. So. Ich sehe die immer wieder, aber ich habe das Prinzip noch nicht verstanden. Was ist das Ziel? Genau, das Ziel eines Pump-Tracks ist es, wie der Name schon sagt, Pump, zu pumpen. Ja. Und nur durch Energie aus Armen und Knien quasi sich leichter und schwerer zu machen und somit Schwung zu generieren, beziehungsweise sogar deutlich schneller zu werden und das Ganze ohne Treten zu fahren. Okay, also eine Runde ohne Treten wäre dann schon gut. Auf jeden Fall, ja, schaffen nicht alle. Ja gut. Mach mal vor, komm, zeig mal, wie es geht und dann zeig mal, wie es nicht geht. Ich sag mal so, der weiß, was er macht. Und er macht das auch nicht zum ersten Mal. Aber diese Special Effects Einlagen mit vorne ein Rad hoch und so, das muss nicht sein, ne? Nein, das muss nicht sein. Ist bei mir jetzt schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Das musste nicht machen. Okay, probieren wir es mal. Sagst du, ich schaff das oder ich schaff das nicht? Du schaffst es, du schaffst Ja. es. Musst aber viel arbeiten. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja. Ey, starkes Beim Ding. ersten Mal, hör mal. Elegant ist anders, aber Aufnahmeprüfung bestanden. Jetzt darf ich auch auf den Berg, also auf die Halde. Hohewart, 111 Höhenmeter. Das schaffe ich auch. Oben ist eine riesige Sonnenuhr, aber dafür haben wir gar keinen Blick. Auf mich wartet Downhill, also steil runter. Willst du runter oder was? Ja, Ist schon nicht ohne, finde ich. das stimmt, gebe ich dir recht. Wie macht man es am besten? Wichtig ist auf jeden Fall, dass dein Körperschwerpunkt hinten ist. Ja. Du die beiden Bremsen nicht blockieren lässt, sondern nur mitschleifen lässt. Okay. Und dann kriegen wir das hin. Ja, okay. Hast du eigentlich jemals Angst, wenn du deine Tricks und sowas alles machst? Meistens keine Angst, aber großen Respekt, den Ja. sollte man immer haben. Wenn man Angst hat, sollte man es auf jeden Fall bleiben lassen. Ganz Okay. wichtig. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Angst oder Respekt ist. Also, ich spüre beides irgendwie. Verständlich. Ja. Wir können auch gerne erst einen weiter unten einsteigen. Das sah von oben gerade noch ein bisschen flacher aus, als es ist. Fahr du mal vor. Ja. Und du siehst ja, am Ende hast du noch so einen doofen Stein leider. Ja, ja. Kann man aber dann wieder links rein. Aber Okay. ich schau mal. Ja, ist auch von hier unten sehr steil. Also, würdest du mir noch nicht empfehlen. Nicht, dass ich es dir nicht zutrauen Wer würde, sein aber Fahrrad liebt, der schießt. Oder trägt in dem Fall. Da komme ich noch mal so. ja. Okay, sag mal. Yes. Direkt weiter. Jo. Okay. Bleiben wir wieder rechts. Ja, sauber. Richtig gut, sieht gut aus. Ja, passt. Stark. Vorsicht hier mit den Pedalen. Ja. Ist ein bisschen eng tatsächlich. Yes, super, gut gemeistert. Heile angekommen. Yes, sauber, klappt doch. Richtig gut. Cool, macht doch richtig Spaß. Oh, guck mal hier, so eine Kamera ist verzogen worden. So, da sind wir wieder.
Jetzt gehen wir auf eine ganz spezielle Kreuzfahrt, die 5-Schleusenfahrt. Von Gelsenkirchen aus über Oberhausen und Mülheim auf dem Rhein-Herne-Kanal. Und dann auf der Ruhr über Essen-Kettwig nach Essen-Werden. Und am Ende sind wir wieder auf dem Baldeneysee. Auf dem Weg liegt quasi auch die Zeche Zollverein, der Eiffelturm im Pott und UNESCO-Weltkulturerbe. Viertel vor 9 sonntags morgens. Die Fahrt ist ausverkauft. 6 Stunden rund um Essen auf dem Wasser. So, wir sind jetzt hier abgefahren an der Anlegestelle Gelsenkirchen-Nordsternpark. Hinter uns die Doppelbogenbrücke, ein Wahrzeichen des Nordsternparks, wird in Schifffahrtskreisen auf spöttisch McDonalds-Brücke genannt. Die schön bunt bemalte Mauer, das ist frühere Kaimauer, dort lagen früher die Schiffe, wurden mit Kohle und Koks beladen. Nicht nur von der Zeche Nordstern, sondern auch von der Zeche Zollverein. Weil Zollverein hatte keinen eigenen Kanalanschluss und liegt von hier aus gesehen nur 4,5 Kilometer Luftlinie entfernt. Noch vor 20 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, auf dem Rhein-Herne-Kanal ein Ausflugsschiff fahren zu lassen. Das änderte sich erst 2010, als Essen und das Revier Kulturhauptstadt Europas wurden. Inzwischen fahren auch Fahrgastschiffe zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen. 1977 als 17-jähriger Schiffsjunge bin ich da auf dem Schiff eingestiegen am Nordsternpark oder am Zeche Nordstern. Schwarz, ringsrum. Leichter Ölfilm auf dem Wasser. Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Heute wird sogar auf dem Kanal gerudert. Am Wochenende ist es ein freundliches Miteinander von Frachtern, Sportbooten und den Schiffen der Weißen Flotte. Es ist eigentlich ein altes, herkömmliches Fahrgastschiff gewesen aus den 70er Jahren und in diesem Winter umgebaut worden auf Vollelektro, also die Diesel raus. Sehr stark überrascht von der Leistungsfähigkeit dieses Antriebs. Seit 2024 sind sogar alle Schiffe der Weißen Flotte auf Elektroantrieb umgestellt. In Oberhausen wartet die erste Schleuse auf uns. Ja, Alter, Sie in Saisonhausen. Ja, macht uns ein bisschen langsam, die Backbord kommt für euch schon auf. Jo. Marco, die Leiter hinter dem nächsten Schwimmpoller. Ja, Baldner, ihr wisst, nicht so weit fahren. Ja, ich wollte den letzten vor dem Schild nehmen. 4 Meter, Udo. Noch 3. Noch 2. Abdicken. So, um Ihnen die Frage zu beantworten, die eigentlich auf dieser Tour am häufigsten gestellt wird, wie so eine Schleuse funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Eine Schleuse funktioniert wie eine gute Ehe. Wenn die eine Klappe offen ist, muss die andere geschlossen sein. So einfach ist es. Schönen Sonntag noch. Ja, ebenfalls eine gute Fahrt. Bis demnächst wieder. Jo. Wir kommen noch mal wieder aufs Schiff.
Aber jetzt reisen wir 4,5 Kilometer südlich. Zollverein. Die größte Zeche der Welt. Die schönste Zeche der Welt. Ein Ort der Superlative. Heute gibt es hier Museen und Designzentren. Aber vor allem bleibt die Anlage die Erinnerung an ein komplett anderes Ruhrgebiet. Die Rolltreppe saugt einen förmlich hinein in die alte Kohlenwäsche. Heute ist hier das Ruhrmuseum untergebracht. Treppengeländer erinnern an glühenden Stahl und führen zurück in die Welt unter Tage. Laut, schmutzig, gefährlich. Und für die Entwicklung des Industrielandes Deutschland unverzichtbar. Auf Zollverein arbeiteten in Spitzenzeiten über 6.000 Menschen. Bis zu 1000 Meter tief in der Erde bauten die Kumpel hier Kohle ab. Die Geschichte des Kohlenreviers konzentriert an einem Ort. (1845) wurde die erste Kohle abgebaut und 140 Jahre später war Schicht im Schacht. Am 23.12.1986 wurde die Zeche geschlossen. Die Kokerei nebenan produzierte noch 7 Jahre länger, aber 1993 war auch hier Schluss. Und heute hat sich die Natur Zollverein zurückgeholt. Und die Menschen sind auch wieder da. Zollverein ist zu einem Reiseziel geworden. Für Menschen aus fern und nah. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich komme von um die Ecke, aber war noch nie hier. Was? Nee, wirklich, also deshalb, es wird höchste Zeit. Glaube ich nicht. Was gefällt dir denn hier am besten? Was ist so für dich so der Reiz von Zollverein? Oh, das ist ein dickes Paket hier. Ja. Es ist immer was los, aber das ist nicht der Grund. Ich kann tatsächlich die Kokerei mit der Bronzezeit verbinden, nämlich dass die Geschichte, das braune Gold flüssig zu kriegen, auch damals schon wichtig war. Birgitta will mit mir rüber zur Kokerei. Ihr absoluter Lieblingsort. War früher natürlich auch eine der größten Anlagen der Welt. Hier wurde aus der Kohle von Zollverein Koks. Den brauchte die Stahlindustrie für ihre Hochöfen. Was war das jetzt hier mal? Das ist die Batterie, also die schwarze Seite, wo die Kohle in Koks verbacken wurde. Und das passierte in hohen, schmalen Kammern. Und eine Kammer ist tatsächlich so breit wie die Tür. Das ist hier übrigens eine Tür, breit ist. Und von Kammertür, geh mal weg, zu Kammertür, das viel größere ist die Heizwand. Okay. Ja, nur Steine. Ja. Und dann kommt wieder eine Kammer, dann kommt wieder eine Heizwand. Und das wechselt sich hier auf der Batterie immer so ab. Und das ist im Prinzip wie so ein Toaster. Ja. Bei dir zu Hause. Ja, du tust den Toast rein und von rechts und links kommt die Wärme. Kommt die Hitze und daraus wird dann Koks. So, und jetzt gehen wir in das Allerheiligste sozusagen. Ja. Also das ist total besonders, Trommelwirbel, weil das kannst du nur hier auf Zollverein. Das ist deutschlandweit oder? Einzigartig auf der ganzen Welt. Weltweit? Nur bei uns auf Zollverein kommst du in die Batterie hinein.
schon, das ist schon unvorstellbar, ne? Ja, und hier kann man das sehr schön sehen. Das war jetzt genau der Bereich, wo die Kohle feinst gemahlen eingebracht war. Also hier alles von oben bis unten, Von oben aber bis dann auch unten. bis ganz hinten? Boah, Ja. Was eine Masse auch, also was eine Menge. So. Kann dir das sagen? 25 Tonnen Ja. feinst gemahlene Kohle. In einer Kammer oder In wie? einer Kammer. Ja. Boah. Und von rechts und links hast du dann die Wärme. Also das Okay, ist das heißt, die sozusagen- Steine waren richtig heiß? Ja, 1300 Grad heiß und das 1300. Ganze brauchte ca. 18 Stunden, Ja. um fertig gart zu sein. Dann hattest du guten Koks. Die Kokerei Zollverein hatte über 300 dieser riesigen Toaster. Hier wurden 8000 Tonnen Koks hergestellt, jeden Tag im Jahr. Denn die Anlage durfte nicht abkühlen. Wenn der Koks fertig gebacken war, wurde er mittels eines riesigen Ausdrückwagens aus der Batterie geschoben. Das ist der letzte Raum in der Batterie. Das wird warm hier, ne? Es wird warm und das soll auch so sein. Aber bitte nicht 1300 Grad, ne? Nein, ich möchte auch nicht gebacken werden. Aber um so ein bisschen so das Gefühl zu geben, ja, es war schon heiß hier drin. Ja, Ne? ja. Es war schon eine heiße Kiste. Könnte man denn rein theoretisch die ganze, ich sag's mal wie im Ruhrgebiet, die ganze Karre wieder hochfahren? Könnte man No. hier noch, nein? Gar nicht möglich, ne? Ist aus und vorbei, wenn diese Steine kalt werden. Und da gibt es an verschiedenen Stellen, guck mal, da ist auch noch wieder so ein Riss. Ja. Diese Silikasteine, die reißen einfach auf, wenn die kalt werden. Okay. Und dann ist vorbei. Und jetzt raus aus dem Toaster und rauf aufs Dach der Kokerei. Ist inzwischen auch für Besucher geöffnet. Boah. Hammer. Wir sind schon richtig hochgefahren. Der Schornstein ist noch so viel höher. Auf jeden Fall. Ist das toll, ja? Ja, wie hoch sind wir jetzt hier? 45 Meter. 45. Und der ist dann, so ein Schornstein ist dann? Nur schätzte. Ja, ich würde jetzt sagen fast der Doppelte, wie 90 vielleicht. 98. 98. Ja, super, super. Ist das wunderschön Ja, hier? das ist wunderschön hier. Absolut. Ich finde das auch toll, ja. Und was ich eben so schön finde, eben so rund um Essen, so dieser Blick, ja, da ist zwischendurch mal ein Schornstein. Und Ja. so auch hier, so, aber das ist es. Aber guck mal, wie grün das ist. Sagen Sie nichts, ich weiß. Mehr Klischee geht nicht. Ne? Hier mit der Pommes Currywurst Mayo vom Förderturm. Aber das gehört halt eben einfach dazu. Also wer hier rund um Essen Urlaub macht oder einen Ausflug und sich nicht mal so eine Manta-Platte hier gönnt oder zumindest eine Phosphatstange, der war einfach nicht da. Mahlzeit. Zollverein zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher in den Essener Norden. Die Ruris machen aber nicht nur Zechen zu Reisezielen. In Bottrop hat man sogar einer alten Kläranlage neues Leben eingehaucht. Das war das Klärbecken, in dem das Abwasser der Berne geklärt wurde, einem kleinen Fluss aus Essen. Heute ist es der Berne Park. Besonderheit? Es gibt hier auch ein Hotel aus Kanalröhren. Unbenutzten Kanalröhren, wenn ich das noch ergänzen darf. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen überhaupt, hier in so einer Röhre zu übernachten? Ja, aber wenn es dann auf dem Radweg auch liegt, Ja. ne? Und wenn man kurzzeitig mal noch irgendwo einkehren möchte und nicht irgendwo abweicht, also dann ist das doch eine super Idee. Wir sind auf dem Rückweg von Bonn, fahren morgen Bochum-Dortmund. Ah ja, also ihr wohnt auch im Ruhrgebiet hier, nicht weit von hier entfernt. Genau. Und habt ihr jetzt gesagt, so jetzt mal richtig hier. Jetzt mal ganz anders übernachten.
Ja. Das wird aber auch kuschelig, glaube ich, am Ende des Tages. Frag oder? uns morgen. Ja. Genau. Ja, schön. Und aber Bettzeug ist dann, muss man mitbringen? Oder? Bettzeug ist dabei. Okay. Ne? Wir haben da auch noch mal Decken zusätzlich. Ja. Und gut, Handtuch muss man mitbringen. Ja, okay. So, aber Sanitäranlagen sind ja vorhanden. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es hier irgendwo, dann könnt ihr dann duschen auf Toilette? Also Toilette und Dusche und... Ja. Also nicht direkt Alles ins Klärbecken, nicht das gibt's ja direkt nicht mehr. Dann wird's Abend im Bernepark. Und die ehemalige Kläranlage wird zum Lichtkunstwerk. Ein romantischer Abend in einer Kläranlage. Wer hätte das gedacht? Weiter geht's. Der Radschnellweg 1 ist die erste richtige Fahrradautobahn im Revier. Das Stück zwischen Essen und Mülheim ist bereits fertig und macht richtig Spaß. Gebaut worden ist das Ganze auf der ehemaligen Bahnstrecke der Rheinischen Bahn. Kann man an manchen Stellen auch noch gut erkennen. Die Strecke soll später mal über 100 Kilometer lang werden. Eine nördliche Parallele zur Autobahn A40, dem Ruhrschnellweg. Und wer da mit dem Wagen schon mal im Stau gestanden hat, dem gefällt's hier noch besser. Verkehrswende ins Grüne. Unsere nächsten Abenteuer warten. Wir wollen auf eine Zeitreise gehen. Wir besuchen die schönste Siedlung der Stadt, die Margaretenhöhe, und wir fahren in die Gruga und zu Villa Hügel, dem Wohnsitz der Familie Krupp. Die Gruga ist eine Essener Institution. Generationen von Kindern sind mit den Bimmelbahnen durch den Park gefahren oder haben ihre Sommer auf den riesigen Liegewiesen verbracht. Central Park ist nichts dagegen, wa? Wollen wir auch nicht übertreiben, aber ist schon schön. Die große ruhrländische Gartenbauausstellung, so wurde der Park bei der Einweihung 1929 genannt, ist bis heute das grüne Herz der Stadt. Die Leistungsschau des Gartenbaugewerbes machte ihrem Namen damals schon alle Ehre. Es wurden sogar Areale für exotische Wasservögel gebaut. Und im Park blühte eigentlich immer irgendetwas. Bis heute.
Für viele Familien ist ein Ausflug in die Gruga ein Tag Urlaub. Es gibt immer irgendetwas, was man noch nicht gesehen hat. Ich hatte zum Beispiel noch nie vom Modelltruck-Parcours gehört. Besonders für Kinder zwischen 3 und 80. Der Geheimtipp im Park. So. Bis ins kleinste Detail. Und hast du den auch selber zusammengebaut? Oder Nein, wie? das sind Fertigmodelle, die man sich kauft. Ja. Aber man modifiziert dann noch ein bisschen. Das heißt, das, was dir nicht so gefällt, machst du noch ein bisschen besser dann. Kommt eine andere Steuerung rein. Aber du wolltest Bagger fahren? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann Ich bin würde ich schon sagen, richtig heiß drauf. übergebe ich mal die Fernsteuerung. Also das wirkt schon mal wichtig, wollen wir mal sagen, oder? Jetzt nimm mal ganz einfach deine rechte Hand und drück mal den rechten nach vorne. Wenn du den jetzt nach links drückst, dann macht die Schaufel zu. Okay. Also ich merke jetzt schon, das ist nicht ganz so einfach. Und jetzt drehen wir mal. Das reicht noch nicht von der Höhe, ne? Ja, stopp. Höher. Das war hier, ne? Nach Ziehen, Ja. ne? So, und jetzt macht die Schaufel auf. Ja! Top! Super! Boah, aber hier wird man doch wieder richtig zum Kind im Manne, das, oder? Das ist auch wirklich. Das macht auch riesen Spaß. Aber das, was jetzt hier ausgebaggert ist, das ist jetzt mit dem Spaten. Nein, alles mit den Baggern gemacht. Ja? Komplett. Also das ist wie so ein eigenes Projekt für euch, Ja. dass ihr sagt, das ist jetzt unsere Baustelle und wir dürfen auch nur mit den Geräten hier agieren. Alles mit den Modellen ausgehoben und die Erde weggefahren. Guck mal, was ich gerade aus Versehen entdeckt habe. Warte, Achtung. Genau. Wenn der LKW voll ist, muss eben ein Zeichen geben, dass er jetzt losfahren kann. Und dann darf der auch bei euch erst losfahren? Ja, klar. Also das ist ja alles wie auf einer echten Baustelle. Oh. Ja, so, wie sollte das auch anders sein hier bei uns im Ruhrgebiet, oder? Am Sonntag ist bei den Modelltruck-Freunden Essen immer Schautag. Da ist richtig was los. Aber auch in der Woche sind oft Vereinsmitglieder hier. Und gegen eine kleine Spende darf man sogar selber einen der Trucks oder Bagger steuern. Man denkt gerade an nichts anderes mehr. Man hat einfach hier seine Aufgabe zu erledigen und ist völlig in einer anderen Welt. Ey. Oh, Linksverkehr. Ich soll hier einmal abkippen. Wohin? Da? Ach, da. Ah, nee, warte mal. Boah, rückwärts. Wenn du links rum rückwärts willst, musst du rechts lenken. Ja, okay. Nee, so bin ich noch nicht zufrieden.
So würde ich sagen. So, wie kippt man den jetzt ab? Den nach oben? Nee, den hier. Ach, den. Okay. Macht er automatisch dann? Geht die Klappe auch automatisch auf? Ja. Guck dir das an. Daniel, du hast so super hier LKW gefahren und gebaggert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich darf dir auch einen Führerschein überreichen. Guck dir das an. Für die Mini-Trucks. Genial. Bitte noch ein eigenes Bild von dir einkleben. Wird gemacht. Und dann hast du eine Elektromotoren der schöne Klasse. Erinnerung. Vielen Dank, das war ein toller Ausflug hier bei euch auf die Baustelle. Danke. War auch schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Von der Gruger kann ich zur Margaretenhöhe laufen. Sie liegt direkt nebenan. Die Siedlung ist Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden. Sie war ein Geschenk der damals mit Abstand reichsten Frau Essens, Margarete Krupp. Ihre Idee? Eine englische Gartenstadt mitten in der Stahlmetropole. Und nicht nur für Kruppianer, sondern für alle. Heute steht die Margaretenhöhe komplett unter Denkmalschutz und Touristen kommen von überall her, um zu sehen, wie es sich hier lebt. Es gibt auch Führungen durch die Siedlung, auch von Birgitta. Fällt Ihnen was auf, wenn Sie sich hier umschauen? Es sieht doch aus wie ein gewachsenes Dörfchen, finden Sie nicht? Das ist doch, jedes kleine Detail ist anders und das wird die ganze Zeit bei unserem Rundgang auch so gehen, dass Sie niemals das Gefühl haben, es wiederholt sich irgendwas. Also wie ein gewachsenes Dorf, aber weit gefehlt. Denn die Heimatliebe kam vom Reißbrett, inklusive der Straßennamen. Diese Romantik war geplant. Hier haben nicht etwa 1000 Häuslebauer ihre persönlichen Träume verwirklicht. Der kreative Kopf hinter allem, ein 33 Jahre junger Architekt aus Heppenheim, Georg Metzendorf. Georg Metzendorf hat praktisch Schema F gebaut und hat nach außen hin alles so detailfreudig gestaltet, dass man das Gefühl hat, boah, hier ist ein lebendiges Dorf. Aber das ist tatsächlich weit gefehlt, das ist Einwurf. Sie sehen, wenn Sie sich die Türeingänge anschauen, immer andere Verzierungen, andere Ausschnitte in den Türen selbst und dadurch wirkt die Tür auch anders groß oder klein. Dieser Ausschnitt aus der Eingangstür ist wieder ganz anders als da vorne und da hinten, aber es ist alles genormt. Es ist alles dieselbe Größe. Seit über 100 Jahren managt die Margarete Krupp Stiftung die gesamte Siedlung. Wohnraum für 7000 Menschen. Nur, dass die Höhe sich heute noch so malerisch präsentieren kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch die Siedlung schwer getroffen. Denn natürlich war Essen und vor allem die Kruppschen Fabriken in der Nähe Ziel der alliierten Angriffe gewesen. Wir müssen wissen, Essen ist zu 80% nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört gewesen und man hat vieles aufgebaut und natürlich auch dann diese Margaretenhöhe wieder, weil die Pläne ja in der Schublade waren. Viele der Häuser auf der Margaretenhöhe sind also gar nicht mehr im Originalzustand, sondern nach den Originalplänen wieder aufgebaut worden. Nicht nur die Margaretenhöhe hat eine dramatische Vergangenheit, sondern auch die ganze Stadt. Und diese Geschichte kann man jetzt selbst erleben. Essen 1887 mit Hightech, Mixed Reality. Daniel. Jetzt bin ich gespannt. Dann darf ich dir erstmal die Infrastruktur umlegen, Ja. die du brauchst. Das besteht aus dem Handy hier. Okay.
einer Brille. Ja. Und dann bekommst du natürlich auch einen Kopfhörer. Den bitte noch nicht aufsetzen, Okay. damit du mich auch hörst. Und dann erkläre ich dir, was denn da gleich passiert. So, jetzt müsstest du auch gleich schon was sehen. Ich sehe schon erste Dinge, aber ich sehe auch noch die Realität. Also Genau, die wirst du auch hoffentlich weiter sehen. Ja. Es ist also wie eine sehr dunkle Sonnenbrille. Ja. Also es ist keine VR-Brille, wo man komplett in dieser virtuellen Realität ist. Und das Tolle ist, du kannst auch durch Elemente durchgehen. Du wirst gleich ein Tor sehen und du gehst dann durch dieses Side-Tor, was man sich wirklich wie so ein magisches Side-Tor vorstellen muss, durch und bist dann ja im Jahr 1887 am damaligen Essener Hauptbahnhof. Okay. Ah ja, jetzt sehe ich das Tor. Jetzt geh bitte mal durch das Tor durch. Boah, das ist jetzt krass. Das ist komisch. Das ist ja mega. Also alle Gebäude, die du da siehst, haben auch tatsächlich an der Stelle gestanden und sahen auch wirklich so aus. Also wir haben sehr intensiv recherchiert. Das sind also wirklich die Straßenszenen von 1887, die du da gerade siehst. Wahnsinn, das ist krass. Aber ich habe zwei Gefühle in mir. Zum einen denke ich, unfassbar, dass man das so mal erleben kann. Zum anderen denke ich, schade, dass es so nicht mehr aussieht. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Essen ist schön, das sagen wir nichts. Aber dann hat er auch damals einiges an Flair, ne? Ja, absolut. Ne? Das ist auch ein Grund, warum wir das machen, weil ganz viele Essener natürlich überhaupt keine Vorstellung mehr haben, wie ihre Innenstadt vor 100, 120, 150 Jahren ausgesehen hat. Weil durch den Zweiten Weltkrieg eigentlich so gut wie nichts Altes übrig geblieben ist. Zumindest nichts, was älter als 100 Jahre ist. Schade, ne? Das Essener Münster steht noch. Ansonsten wurde hier fast alles im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ich gehe am Grillo-Theater vorbei, die Kettwiger Straße runter Richtung Kennedyplatz. So, jetzt gehen wir hier einmal zum Rathaus. Jetzt sind ungefähr so 160 Meter, kann ich hier sehen. So, jetzt sind wir gleich da, 47 Meter. Ich stelle mir gerade vor, was die Leute denken, wenn man mich so sieht hier. Also was ein Prachtbau, muss man wirklich sagen. Und das Traurige ist, dass das alte Rathaus nicht im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen ist, sondern die Essener es selber in den 60er Jahren abgerissen haben. Unvorstellbar, oder? Also was soll man dazu sagen? Hätte man mal lieber stehen gelassen. So, nächste Station jetzt hier. Wollen wir mal hier starten? Das ist eine Kneipe, ne? Komm, da gehen wir mal rein. Kann man eigentlich auch hinter die Theke gehen? Komm, ich probiere das mal. Tatsächlich. Das ist genial. Das ist doch cool. Guck mal, da liegt noch ein Kartenspiel. Das wird man am liebsten jetzt so anpacken wollen. Ist nur schade, dass man jetzt nicht noch Whisky bestellen kann. Und zack, Realität. Südlich der Innenstadt liegt Essen-Rüttenscheid, ein Szeneviertel. Und direkt am zentralen Platz des Viertels hat Spitzenkoch Nelson Müller sein Restaurant.
Oder genauer 2 Restaurants. Eins für den größeren Geldbeutel mit Sternchen und ein Bistro für jeden. Nelson Müller ist in Stuttgart aufgewachsen, aber inzwischen zu Hause im Pott. Er ist nicht nur Koch, sondern auch Musiker, Entertainer, Buchautor und Ruhrgebietsbotschafter. Er wandert zwischen den Welten und so kocht er auch. So. Boah. Vom Chef höchstpersönlich. Ich werde verrückt. Genial. Jetzt mal beides gebracht. Super. Unser Rindertatar. Ja. Vielen Der Dank. Klassiker. Und für dich gar nichts? Nein. Nee. Der Koch isst nie mit. Nee, okay. Wir haben Rindertatar, Ja. gebackenes Eigelb, ein rote Beete Sorbet, einmal gepickelte rote Beete, ein bisschen Creme de Bresse. Und das ist eine Mini-Portion Kässpätzle. Ja. Weil du hast gesagt, du hast Hunger. Ja. Und das ist halt, ja, gell? Ja, Also, gell? Ja. Das ist jetzt Tatar, hast du gesagt? Genau, habe ich dir gerade frisch geschnitten. Das ist ein Irish Hereford von kleinen Farmen, beziehungsweise so Erzeuger, die sich zusammengeschlossen haben. Ja. Gut, auch da könnte man sicherlich ein gutes Fleisch aus dem Ruhrgebiet bekommen. Aber in Irland haben wir einfach unfassbar saftige Wiesen und das ist natürlich gut für die Kühe. Na, mega. Und ja. Wirklich lecker. Ja, freue ich mich drüber. Und ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Okay. Wenn mir das jetzt überhaupt nicht schmecken würde, da weißt du ja, wie die Leute im Ja, ich Ruhrgebiet weiß, sind, genau. die würden das sagen, ne? Die Ja, haben einen offenen Mund, ne? Ja, genau. Die sagen, weiß nicht, was man würde, wenn man sagen, ja, kann man essen oder? Ja, genau, richtig. Was ist denn Essen für dich? Wenn wir über das Essen sprechen, dann merkst du ja, dass hier sehr viel Leidenschaft und ja, Genuss, es ist sich was gönnen, sich was Gutes tun, dem Körper was Gutes tun. Ja. Ich glaube, verkennen wir ja auch, dass das unser Motor ist. Ne? Oh, das Eigelb ist noch schön wachsweich. Und lecker. ne? Ja, das bisschen die Genial. Fettigkeit, die Cremigkeit fürs Rindertatar. Super. Nein, also das ist natürlich, meine Mutter sagt immer, gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Da stimmt sogar der Dackel zu. Ja, ja. Und die Stadt Essen ist natürlich mehr als Heimat für mich mittlerweile. Und ja, ich finde einfach so unfassbar viel Potenzial hier. Und ich finde diese Aufbruchsstimmung, diese Möglichkeit, irgendwo mitzuwirken, Teil des Wandels auch zu sein, des Strukturwandels zu sein, der für mich immer noch nicht abgeschlossen ist, der ja immer noch sich gerade weiter bewegt. Und das finde ich einfach so spannend. Das ist bei einer Stadt wie Hamburg, die ist halt schon eigentlich auch ein bisschen fertig. Ne? Ja, Irgendwo, stimmt, ne? stimmt, So, ja. Klar, da kommt dann nochmal so eine Elbphilharmonie oder so, ja, aber ich finde, hier ist einfach passiert noch ganz viel. So. Hier hat man noch ein bisschen aufzuarbeiten, was die Bausünden der 50er und 60er Jahre angeht. Ja, hier muss man noch mal gucken, wie kriege ich die Romantik in die Stadt irgendwie, wie genieße ich aber auch den Süden, Essener Süden, der einfach sich ja total malerisch darstellt und für viele immer wieder für offene Münder sorgt, die zum ersten Mal nach Essen kommen und sich so gar nicht vorstellen können, dass es so grün ist und so hügelig und so landschaftlich reizvoll ist. Und ich muss auch nicht weit fahren halt. Ne? Das ist eben das Tolle, ne? Dass genau. du vor der Haustür so viele Möglichkeiten hast, ins Grüne abzutauchen. Ganz das genau. finde ich auch genial. Ne? Genau wie dein Essen. Vielen Dank. Ja, wieder die Bekräftigung vom Dackel. Ne?
Die Schleusenanlage selber 40 Meter lang, 6 Meter breit und dort geht es 8,75 Meter aufwärts. Links neben der Schleusenanlage der Fischaufzug. Mit einer künstlichen Strömung werden die Fischer angelockt. So gelangen sie in einen der beiden Aufzüge, die ständig rauf und runter fahren. Oben angekommen geht's durch eine Röhre innerhalb des Wehrs dann in den Baldeneysee. Es gibt sogar ein Kamerasystem, das genau festhält, welcher Fisch wann durch den Aufzug schwimmt. Und gleich kommen auch wir oben aus der Schleuse wieder raus. Hier endet die Fahrt. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. An Land geht's weiter, denn auch auf dieser Seite des Sees führt der Baldeneysteig entlang. Oder besser gesagt, rauf. Und zwar ziemlich. Wie ein junges Reh. Man muss sagen, der Steig ist ordentlich ausgeschildert, wenn man sich dran gewöhnt hat, auch an Bäumen nach Zeichen zu suchen. Es geht rauf Richtung Stadtwald. So heißt der Stadtteil und der Wald. Hier oben liegen eine ganze Reihe von Ausflugslokalen. Eins davon trägt einen ganz besonderen Namen. Die heimliche Liebe. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß wie eine heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß. Alle Geschichten ranken sich um den allerersten Krupp, Alfred. Die harmlose Variante heißt, er hätte von hier aus den Platz entdeckt, an dem er später die Villa Hügel bauen würde. Und das glauben wir einfach mal. Die Villa Hügel. Der Bauantrag sprach von einem Einfamilienhaus, ist auf jeden Fall bis heute das berühmteste Gebäude der Stadt. Und das größte Einfamilienhaus im Land. 399 Zimmer, 11.000 Quadratmeter Wohnfläche. Und der Garten? Essens größter Privatpark. Die Villa sah übrigens nicht immer so dunkelbraun, ehrfurchtgebietend aus. Die Inneneinrichtungen haben die nächsten Generationen nach ihren Wünschen gestaltet. Der erste Krupp hatte fast alles in Weiß und viel Eisen und Stahl. Ein Raum ist aber noch im Original erhalten. Das damals nobelste Bad des Landes mit fließend warmem Wasser. Eine Sensation. Doch auch wenn der reichste Mann Europas baut, beim ersten Mal passieren Fehler. Auch Alfred Krupp. Die bahnbrechenden neuen Belüftungssysteme funktionierten erst Jahre nach dem Einzug der Familie und machten ständig Probleme. Die nächste Generation hatte neue Ideen. Friedrich Alfred Krupp und seine Frau Margarete, die von der Margaretenhöhe, ließen für ihre Teenager-Töchter Bertha und Barbara eine eigene kleine Wohnung oben an die Villa anbauen. Und eine weitere für Gäste. Da würde man auch heute noch einziehen. Und auch der Garten hat sich in den letzten 140 Jahren verändert. Von den Gewächshäusern und Gemüseanbau ist heute nichts mehr zu sehen. Stattdessen ein prächtiger Park, der an einen englischen Landschaftsgarten erinnert. Auch im Garten zeigt sich, hier hat mal eine Familie gewohnt. Gut, eine sehr reiche zwar, aber eine Familie, die für ihre Kinder alles machen würde. Und in diesem Fall auch alles bezahlen konnte. Das ist ein Spielhaus. Das ist 1894 für die zwei Krupp-Töchter Bertha und Barbara Krupp
gebaut worden, wirklich als Spielhaus eingerichtet, mit einem Wohnraum und einer Küche, mit einem kleinen Herd. Die Töchter lebten ja in dieser riesigen Villa und in diesem kleinen Spielhaus sollten sie regelrecht den Haushalt im kleinen Format erlernen. Es ist leider aus konservatorischen Gründen nicht zugänglich, aber trotzdem ein absolutes Highlight des Hügelparks. Golf kennen Sie sicherlich, Fußball kennen Sie auch, aber Fußballgolf ist jetzt eine ganz neue Nummer, die man hier mal in Essen spielen kann. Und ich bin nicht alleine, ich habe Maike, Annalena und Beka an meiner Seite, spielen beim SGS Essen, erste Bundesliga, also wenn schon, denn schon. Wenn ich verlieren will, dann richtig. Habt ihr das schon mal gespielt? Auch nur einmal kurz. Ja, aber du hast Erfahrung, ja? Ja. Okay. Sehr gut, alles klar, dann wollen wir mal sehen. Ich habe mir mal hier gedacht, komm, ich mache mal hier die Scorekarte, trage uns die Punkte ein. Und ich will nicht zu viel Druck machen, aber hier steht, die Schlägeschüsse, die ein Profi benötigt. Hier ist schon mal vorgegeben, wie viel ihr maximal schaffen dürft. Oh ja. Deshalb schieße ich auch zuletzt. Ja, links. Ja, Maiki. Ganz weit nach rechts. Oh, doch. Oh, du bist also Linksfuß. Ich bin, ja, genau. Ah, okay. Ja. Schon mal Vorteil für jeden. Warte, nee, der kommt noch. Ja, der kommt wirklich. Das war gut berechnet. Ja. Oh, super. Der liegt am besten. Der liegt super. Okay. Landet der Ball an einer unbespielbaren Stelle oder außerhalb der Anlage, gibt es einen Strafpunkt. Oh. Ach, ihr Arm. Das ist nicht Ja, das schlimm, ist natürlich- Maiki. Ist das jetzt schon außerhalb? Ich würde nicht sagen. Und der Ball wird aber zurück an den letzten Abschlagspunkt. Also wir nehmen den jetzt zurück. Ja, müsst ihr noch mal einmal von vorne anfangen. Das genau. ist ja lustig. Oh. Oh, Strafpunkt, sehe ich da. Oh. Ganz klar ein Strafpunkt, sehe ich da. Dahin zurück, Alena. Sicher ist sicher. Ah, das ist gut, Beke. So, Da. ich werde verrückt, wenn er jetzt sitzt. Der ist richtig gut. Oh. Oh nein. Nein. Oh. Strafpunkt. Da. Jetzt. Nee, da steht nichts. Also darf man. Oh. Jetzt aber. Ja! Boah. Ich sag mal so, Mädels, das sind nur noch 17 Bahnen. Was habt ihr morgen so vor? Doch, aber... Ah. Strafpunkt. Ja! Boah. Ja. Endlich, da ist er! So, jetzt ist ja spannend. Ihr kommt alle nicht aus dem Ruhrgebiet. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn hier nach Essen gekommen? Seid ehrlich, ihr dürft uns ehrlich sein. Ja, typisch Ruhrpott, ne? Viel Bergbau, viele alte, vielleicht heruntergekommene Gebäude. Ja, das ist auch das, was man immer so gehört hat, wenn man gesagt hat, man zieht jetzt nach Essen oder in die Umgebung. Alle Dass dann gesagt, alle du bist gesagt, aber oh Gott, schon. du bist im schönen Münsterland, jetzt nach Essen ins Ruhrgebiet. Ja, das waren so die Erwartungen, aber hat sich nicht bestätigt. Es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken in Essen und man muss sie nur kennen und dann auch aufsuchen. Ja, und ich finde irgendwie das Coole ist, ich meine, wir sind in einer Metropole mit insgesamt ca. 5 Millionen Menschen. Wenn man jetzt das ganze Ruhrgebiet sich mal anschaut, aber von Metropole ist, wenn du 20 Minuten in die eine oder andere Richtung fährst, ist nicht mehr viel zu sehen. Ne? Das finde ich halt eben auch nicht schlecht. Stopp! Stopp! Oh nein. Ah! Wir kommen an unsere letzte Bahn. Natürlich die schwerste. Oh, der ist gut. Oh! Oh! Ja. Ja, schön. Zack! Geil! Wir bewegen uns jetzt östlich von Essen, rund um Hattingen-Blankenstein. Erst wartet hinter dem Köppchenwerk, einem alten Wasserkraftwerk, ein Weinberg auf uns.
Danach wollen wir in der Ruhr baden gehen und dann wird unsere Reise enden in Blankenstein auf der Burg. Ja, hier sind wir. Jo. Dann wollen wir mal. Ich bin mit Jungwinzer Elias Sturm unterwegs. Einmal die Showtreppe runter. Genau, die Showtreppe. Ja, interessanter Zugang auf jeden Fall. Ja, ist Zu einem Weinberg. Ja, ist schon groß das Ganze. Ja. Ja, das ist der ganze Weinberg. Ja. Ich habe an verschiedensten Orten schon Wein gesehen. Zum Beispiel ganz im Norden auf Höhr oder in den Niederlanden, wo ich gedacht habe, wie soll hier Wein funktionieren? Aber das hier, in meiner Heimat jetzt auch noch. Also wie soll das gehen? Ja, wir sind hier im Steilhang, hier in der Industriekultur im Hintergrund. Also ähnlich von der Mosel, von den Beschaffenheiten hier. Tatsächlich? Ja. Ja? Ähnliche Böden, ähnliche Steilheit, direkt am Fluss. Ja. Also sehr ähnlich. Die nehmen wir mit. Okay, alles klar. Packen Also es wir's. gibt was zu tun, ja? Genau. Okay. Ach, schön. Ich freue mich. Wie viele Stufen haben wir? 350. Ja, nur 350, genial. Wenn wir mit den Jungs hier hochgehen, der stehen bleibt, muss den Gasten zahlen. So, da sind wir. Und, was sagst du? Ja, ich sag mal, ausblickstechnisch hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt, der Aufstieg. Boah, das ist natürlich cool, ne? Ist was, ne? Jetzt weiß ich auch, warum wir die Dinger hier mitgenommen haben. Da kann man sich so schön drauf abstürzen. Boah. Und ihr glaubt wirklich, dass das funktioniert? Ja, wir glauben fest dran. Also wir sind optimistisch. Es wächst ja das erste Jahr schon fleißig vor sich hin. Ja. Bis zu 2 Meter haben wir jetzt bei manchen Reben schon. Aha. Ja, das ist top. Das ist für ein erstes Jahr super. Manche noch nicht so groß, aber Ja. wir bleiben optimistisch. So, und wofür statt zum lockeren Ausruhen haben wir die denn jetzt wirklich mitgenommen? Was muss getan werden? Ja, also wir haben ja dieses Frühjahr gepflanzt und dass die Reben halt relativ konkurrenzfrei bleiben, spritzen wir keine Pestizide, Herbizide, wie auch immer. Okay. Wir hacken das alles von Hand noch um. Ja. Heißt, in der Mitte, wo wir nicht mit dem Flug fahren können, hacken wir mit der Hand die 1200 Reben, die 3000 Quadratmeter um. Ja. Ja. Dass die fröhlich vor sich hinwachsen können, die Reben. Und am besten hier nur unter dem Draht, das reicht schon. Ja, kannst ein bisschen weiter mit runterkommen hier. Genau. Das ist alles weg hier, ja? Ja, genau. Weil? Eigentlich nur hier unter der Rebe. Ach so, die dürfen. Die dürfen. Ein bleiben. bisschen rechts Okay. und links von der Rebe. Okay. Ja, das Ganze muss weg, damit die Rebe sozusagen Energie bekommt. Dass Ja. die Pflanzen, die drumherum wachsen, klauen ja die Energie, wenn sie wachsen. Ja. Und dass die im ersten Jahr so groß wie möglich werden, hacken wir das Unkraut ein bisschen weg. Und was wird das am Ende für ein Wein? Was habt ihr jetzt hier für Reben gesetzt? Ja, das eine ist Sauvignac und das andere ist Sauvignon Gris. Das eine ist Grauburgunder ähnlich, das andere ist Riesling ähnlich. Also es wird ein Weißwein. Wie der hinterher ausgebaut ist, das wissen wir noch nicht. Okay. Ja. Und hier, wenn wir jetzt hier zu tief hacken, meinst du, da kommen wir auch vielleicht auf Kohle? Oder? auf Kohle nicht, aber schnell auf Schiefer. Auf Schiefer, okay. Ja gut, der Schieferboden, der ist natürlich gut, ne? Ja, ja, das ist optimal. Ja, und hier sieht man schön. Ach, guck mal, da, ja genau. Genau, da ist so Schiefermerge Ja. und man sieht auch, dass der ganz porös ist hier. Ja. Unten ist es noch mehr, heißt wir haben hier nur einen halben Meter und dann fängt richtig der Fels an. Ja. So eine Durchmischung aus diesem Schiefer und dem Sandstein hier, das haben wir auch dazwischen drin. Guck mal, mir ist gerade Folgendes aufgefallen. Hier, Rebe Nummer 286 Fabio, Rebe Nummer 287 Röschen, Adair Sonnenstreicher. Was ist das? Ja, das ist, um das Ganze irgendwie zu finanzieren, das Projekt. Ja. Weil wir verdienen damit kein Geld, das ist so aufwendig alles, wie du ja siehst. Ja, ja, das kann ich jetzt schon beurteilen, ja, auf jeden Fall. Und um das Ganze zu finanzieren, allein die ganzen Materialkosten, haben wir so Rebstockpatenschaften angeboten. Okay. Heißt, einer kann
Pate einer Weinrebe werden, begleitet das Projekt bis zur ersten Flasche Wein und kriegt dann sozusagen die erste Flasche exklusiv von dem Jahrgang hier. Wann wird das wohl sein? Das wird 26 sein, hoffentlich. Ja. Also 25, 3 Jahre brauchen die Reben, um groß zu werden, bis sie Trauben tragen. Und dann haben wir den ersten Jahrgang, 25 wahrscheinlich, und 26 dann die Flasche. Elias findet, der Berg eignet sich perfekt für Wein. Der Energiekonzern RWE dachte sich vor 100 Jahren, wir bauen hier ein Wasserkraftwerk. Die Logik? Nachts, wenn nicht viel Strom gebraucht wurde, drückten riesige stromgetriebene Pumpen Wasser durch diese Rohre aus dem Hengsteisee hoch in einen Wasserspeicher. Und wenn dann viel Strom im Netz gebraucht wurde, lief das Wasser wieder runter und trieb riesige Turbinen an, mit denen dann der Strom produziert werden konnte. 1994 wurde die alte Anlage abgeschaltet. Und jetzt dürfen Elias und seine Freunde hier Wein anbauen. Ja. Jetzt werde ich Rebenpate. Genau, jetzt ist es soweit. Finde ich eine coole Idee. Wirklich, Ja. muss ich ja sagen. Zack, und das ist jetzt symbolisch sozusagen. Das ist jetzt quasi, hier sieht man es auch, hier kann man es auch schön lesen. Wunderschön. Rebpate, wunderschön. Zeile 8, gut merken, liebe Zuschauer. Zeile 8, Rebe 54. Ja, das faltet sich jetzt noch auf und dann sieht man hinten drauf. Hinterher sind die beiden Druckrohre in der Ansicht sozusagen. Okay. Ja. Und der rote Punkt ist dann da, wo die Rebe steht. Genau, gucken wir sie gleich mal an, würde Ja, ich komm, sagen. ja, die müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir nochmal Hallo sagen. Hier geht's runter. Ja, hier sind wir. Hier ist noch kein Schild dran. Das ist sie. Genau, das ist sie. Schön Guten gut. Tag. Hallo, ich bin dein Pate. Schon groß gewachsen in einem Ja. Jahr. So, wenn Super. alle Paten vergeben sind, kommen hier auch noch die restlichen Schilder dran. Ja. Dann steht hier für die nächsten Jahre erstmal wunderschön. So, und jetzt würde ich sagen, erstmal symbolisch, so, dass wir das auch nochmal in einem Bild festhalten. Vielleicht wächst die Flasche ja direkt in den Rucksack rein. Die Ruhr ist ja inzwischen sowas wie Deutschlands größter Freizeitfluss. Und seit 2022 gibt es auch offizielle Badestellen. Das hier ist eher keine, scheint aber niemanden davon abzuhalten. Ich will aber gar nicht baden. Alles für mein Wasserabenteuer trage ich auf dem Rücken. Grüß Sie. Ein Boot. Ich bin so gespannt, wie man das jetzt hier aufbaut. Also das sieht jetzt erstmal recht simpel aus. Da. Ist das schon alles? Ich frage mich gerade hier, das ist eine recht kleine Pumpe für ein ziemlich großes Boot hier. Keine Ahnung, wie lange ich hier pumpen soll. Das kann nicht richtig sein. Schraube das Kunststoffgewinde des Blasesacks in das geöffnete... Ach, des Blasesacks, das ist ja kein Sack hier. Was ist denn Blasesack? Ist das hier ein Blasesack oder was? Jo.
Ja. Also habe ich noch nie ein Boot aufgepumpt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist genial. Das geht ja wirklich. Guck mal. So sieht das schon ganz gut aus. So, jetzt macht die auch Sinn hier. Das letzte bisschen hier mit. So, jetzt gerade wünsche ich mir tatsächlich zu kentern. Boah, ist das heiß. Okay, ich würde sagen, nicht überstrapazieren, so ist das eigentlich schon recht stramm. Komm, so lassen wir das mal. Aber cooles System, oder? Guck mal, aus so einem kleinen Rucksack, hier so ein Riesenteil auf einmal. Mega. So, erstmal kurze Trockenübung hier. Ich fühle mich sicher. Hi, hallo. Hallo. Ehrlich, die Gefahr hier von Sonntagnachmittags Fahrradfahrern überfahren zu werden, ist wahrscheinlich größer als die Wahrscheinlichkeit, gleich auf der Ruhr zu kentern. So, dann wollen wir mal einlassen hier. Moin. Okay. So. Solltet ihr das Boot irgendwann alleine sehen, wäre nett, wenn ihr mal nach mir gucken kommt. Viel Erfolg. Danke. Oh, klappt ganz gut. Die Ruhr ist ja Namensgeber für die Region, weil hier alles angefangen hat. Genau hier fuhren im 19. Jahrhundert die Kohlenkähne den Fluss rauf und runter. Denn hier lagen auch die ersten Zechen im Ruhrgebiet, direkt in der Nähe des Flusses. Übrigens, wenn Sie glauben, der Assmann ist nicht ganz objektiv in Sachen Ruhrgebiet, da haben Sie recht. Völlig richtig. Denn wenn man hier wegkommt, wie ich, und weiß, wie dreckig das alles früher war und wie schön es geworden ist, tja, da gehen einem manchmal einfach die Gäule durch. Hier ist die Zeit eben nicht stehen geblieben. Es war ein langer Weg von einem der dreckigsten Flüsse Europas hin zu dieser Idylle. Und jetzt, wie am Ende jeder großen Reise, geht's ab nach Hause. Blankenstein hat eine 800-jährige Geschichte. Jedenfalls ist damals die Burg gebaut worden. Der Ort selbst kann auch schon was älter sein. So, diesmal kann ich behaupten, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Hier komme ich weg. Das ist meine Heimat. Und jetzt gehen wir uns noch ein Eis holen, kurz vor Reiseschluss bei meiner Lieblingseisdiele. Normalerweise war hier immer die Eistheke oder Eisdiele drin. Aber das Haus ist leider abgebrannt, also nicht ganz. Man sieht, ein bisschen steht noch was, aber jetzt gibt es den Eiswagen als Übergangslösung. Aber Eis schmeckt trotzdem genauso gut.
Ach, hallo. Sie sind Ja. wunderschön. Genau, da, hier, da ist er. Genau. Guck mal regelmäßig. Ich war jetzt die ganze Zeit rund um Essen unterwegs. Und meine, hallo. Hallo. Und ja, jetzt großes Finale hier in Blankenstein, ne? Gleich zu Hause. Zeig dein Tattoo. Mattingen, da. Ja. Super. Guck mal, hast du gesehen, ja? Ja, ja. Genau. Ja, das ist toll. Ja, ein Eis muss sein. Meine Frau ist da schon als Kind hingegangen, hat mich dann hinterher infiziert damit und seitdem gehe ich auch dahin. Jetzt kommt ein toller Moment. Wenn wir hier um die Ecke kommen, da, Burg Blankenstein. Das ist immer das Gleiche. Immer bevor ich oben bin, ist der Becher leer. Seien Sie mal ehrlich. Hätten Sie gedacht, dass es rund um Essen so grün ist? Kommen Sie mal vorbei. Denn Sie haben ja jetzt gesehen, das ist wunderschön.